Ja, hallo Freunde. Ähm, ich zeige euch heute na, Folgendes. Und zwar habe ich so die letzte halbe Stunde mal ein bisschen rumprobiert und überlegt, wie kann man ein explodierendes Fass erzeugen in Global Offensive. Und bin dann auch tatsächlich zu einer Lösung gekommen. Und ja, die Lösung sieht wie folgt aus. Wir haben ein Fass und wenn man jetzt, einen kleinen Augenblick, wenn man jetzt drauf schießt, dann habe ich das so gemacht, dass aus diesem Loch Rauch rauskommt und das Fass nach 2 Sekunden explodiert. Das machen wir jetzt einfach einmal. Zack. Uns wurden auch Lebenspunkte abgezogen und den Rauch hat man jetzt nicht wirklich gesehen. So, wie machen wir das? Wir erstellen uns als erstes ein Entity, nämlich ein Prop Physics. Ein Prop Physics und gehen hier mit einem Doppelklick in die Einstellungen und suchen uns bei World Model, habe ich schon Barrel raus. Und bei Barrel gibt es leider nicht allzu viele Modelle. Und wichtig ist, dass wir jetzt hier darauf achten, bei Info, dass der Haken bei Physics ist, aber das ist jetzt in dem Fall sowieso nur bei diesem Fass der Fall. Hier sehen wir Physics und Static. So, das nehmen wir und sagen erstmal übernehmen und okay. So, jetzt packen wir uns das hoch. Da habe ich mein Grid ein bisschen zu hoch gestellt. Entschuldigt bitte, wenn ich hier irgendwie am Rumrülpsen bin. Ich habe gerade was getrunken. Das schiebe ich mal ein bisschen zur Seite. So, also wir haben jetzt unser physikalisches Objekt. Das ist in dem Fall die Tonne. Und jetzt wollen wir dafür sorgen, dass es explodiert und hier Rauch rauskommt und so weiter. Kümmern wir uns als erstes um den Grundaufbau. Was brauchen wir? Wir brauchen die Tonne, wir brauchen den Rauch, der rauskommt und wir brauchen gegebenenfalls Ton. So, wir fangen mit dem Rauch an, der hier rauskommt. Dazu gehen wir wieder in unser Objekt-Tool für die Properties und suchen nach einem env Environment Steam. Genauso wie das Programm, was ihr gerade benutzt. Und packen das in die Map. Optimalerweise über das Loch. Ich mache das jetzt einfach mal nicht ganz so detailgetreu, wie ich es vorher gemacht habe. Mal ein bisschen Zeit sparen. Jetzt weiß ich auch, wieso mein Grid eben so klein war. So, jetzt brauchen wir zusätzlich zu unserem Steam Entity ein env, ein Environment Explosion Entity. Das packen wir über unser Fass. Dann brauchen wir ein Sound Entity, das ist in dem Fall das Ambient Generic. Übrigens, wenn ihr ein bisschen Nebengeräusche hört, das liegt jetzt an meinem Mikrofon. Ich habe jetzt nicht mein Richtmikrofon dran, sondern mein T-Bone, damit ich ein bisschen lauter bin. Ich war im letzten Tutorial ein bisschen leise, das war mit dem Richtmikrofon. So, okay.
Achso, und davon brauchen wir noch eins. Da machen wir Steuerung C, Steuerung V, also Copy-Paste für die Explosion. Okay, das ist unser Grundaufbau. Und jetzt müssen wir in die Einstellung. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Und da fangen wir am besten erstmal mit dem Rauch an, mit dem Environment Steam. Doppelklick. So. Hier müssen wir rein in Pitch Your Roll und sagen, beziehungsweise eigentlich ist es unabhängig davon, nämlich bei Angles sagen wir ab und können dann hier noch diverse Einstellungen vornehmen, wie zum Beispiel den Partikeltyp. Hier gibt es einmal normal und einmal Heatwave. Heatwave ist so ein Hitzeflimmern. Das kennt ihr vielleicht auch aus diversen Maps. Normal ist einfach weißer Rauch oder je nachdem, wie man ihn einfärbt. Wir wollen normalen Rauch. Spread Speed ist, eigentlich steht es hier auch immer dann the amount of random spread in the particles, bla bla. Ich lasse das jetzt für das Tutorial einfach alles so hier, wie es ist. Hab das hier aber ein bisschen anders. Und ja, das war es eigentlich. Wichtig ist, dass ihr hier darauf achten müsst, Initial State auf Off. Weil wenn wir das auf On stellen, dann qualmt das da schon direkt raus. Das wollen wir nicht, wir wollen das nämlich triggern. Also triggern heißt auslösen. Nämlich dadurch, dass man auf das Fass schießt. Deswegen Off. Und okay. So. Achso, eins habe ich noch vergessen. Nochmal zurück. Beim Namen müssen wir jetzt was reinschreiben. Zum Beispiel Dampf. Ja. Damit wir das nachher zuordnen können, was ist. So, jetzt gehen wir in unser Explosion Entity. Hier sehen wir auch wieder verschiedene Einstellungen. Unter anderem ist hier Magnitude ausschlaggebend für den Schaden, der angerichtet wird. Zum Beispiel 100 jetzt. Also wenn man ganz dran steht, ist man tot. Ich habe es vorhin testweise mal auf 1000 gedreht. Das ist keine gute Idee. Dann fliegt nämlich alles in die Luft, samt Raum. Ja, und dann haben wir hier Fireball Sprite. Fireball Sprite ist der Sprite, der benutzt wird, um den Feuerball darzustellen. Der ist in dieser Form schon, ich glaube sogar der Original Explosions-Sprite aus Source. Insofern einfach alles drin lassen. Render Mode ist unwichtig, ist nur die Art und Weise, wie dieses Icon dargestellt wird. Auch hier geben wir einen Namen ein, zum Beispiel ja, Explosion, aber Explosion habe ich jetzt schon benutzt. Zum Beispiel Explo-Boom. Und jetzt gehen wir in unser Fass und benennen es nach irgendwas, zum Beispiel Fass. Gehen hier auch wieder raus. Also eigentlich ist jetzt nur wichtig, dass ihr jedem Entity einen Namen gebt. Zum Beispiel jetzt, also hier unserem Sound. Das soll der Sound werden für den Dampf, also Dampf-Sound. Und das soll der Sound werden für die Explo-Sound, also für die Explosion. Und bei Flags, bei beiden Sounds darauf achten, Start Silent und is not looped. Start Silent aus demselben Grund wie bei dem Rauch. Wir wollen es triggern, deshalb am Anfang ruhig, und is not looped deshalb, weil sonst sich der Sound immer wiederholen würde. Und genau, hier haben wir auch einen Namen angegeben. Und jetzt hat alles eigentlich einen Namen. Dampf, Dampfsound, Explo-Sound, Fass. Okay. Jetzt müssen wir noch folgende Einstellungen vornehmen, bevor wir zu dem Input-Output-System kommen. Nämlich wir müssen dem Dampf und der Explosion einen Elternteil zuweisen. Ein Elternteil ist ein Parent. Das ist dazu da, damit zum Beispiel, wenn wir das Fass hier stehen haben und der Rauch schießt hier hoch,
und wir das Fass wegschießen, dass der Rauch nicht hier im Raum stehen bleibt, sondern an das Fass gebunden ist. Dasselbe gilt für die Explosion. Mit den Sounds ist optional, ich habe da jetzt im Moment keine bessere Lösung für gefunden. Es ist erstmal so das Bestmöglichste, wie man am nächsten rankommt an eine Fassexplosion aus Source. So, dazu gehen wir in unseren Rauch und hier haben wir den Reiter Parent. Da können wir einfach mit der Pipette auf das Fass klicken, sagen übernehmen. Und dasselbe machen wir mit der Explosion, mit dem Environment Explosion. So. Und das war's jetzt. Im Grunde, das ist unser Grundaufbau und jetzt müssen wir den ganzen Funktionen zuweisen. Dazu gehen wir in das Fass, weil das Fass ist das ausschlaggebende Objekt. Und gehen dazu in die Outputs und legen hier einen neuen Output an, nämlich myOutputNamed. Hier suchen wir uns die Funktion raus onTakeDamage und nehmen dann, jetzt muss ich hier furchtbar aufpassen, weil ich habe hier noch das andere Fass, was ich hier verlinke, nehmen dann onTakeDamage erstmal unseren Dampf, der soll angeschaltet werden, turn on, ja. Also was wir jetzt gesagt haben ist, wir haben eine Funktion angelegt, wenn das Fass angeschossen wird, oder wenn es Schaden nimmt, soll das Objekt Dampf, in dem Fall das hier, angeschaltet werden. Das machen wir mit einem Delay von 0 Sekunden, also sofort. Jetzt legen wir ein weiteres an, mit derselben Funktion, onTakeDamage, für unsere Explosion. Exploboom war das, glaube ich. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Exploboom, genau. onTakeDamage, Exploboom, also das Objekt, was unsere Explosion auslöst, soll, hier hatten wir es schon, explode, also explodieren. Es soll explodieren nach after the delay in seconds of 2. Also nach 2 Sekunden soll es explodieren. Gut, jetzt sind wir schon mal so weit, dass, wenn wir es anschießen, der Dampf hier rauskommt und anschließend nach 2 Sekunden eine Explosion stattfindet. Allerdings wäre dann das Fass noch da und der Rauch noch da und der Sound würde noch nicht abgespielt werden. Das machen wir jetzt, also nochmal eine Funktion, add onTakeDamage. Kommen wir zum Sound, ja. Dampfsound. Sagen wir jetzt Toggle Sound sofort, also after a delay of 0 seconds, also auf 0 seconds, weil der Dampf ja auch sofort rauskommt. So, jetzt legen wir noch eine an, wieder mit derselben Funktion für unsere Explosion, für unseren Explosionssound, Entschuldigung, sagen Toggle Sound nach 2 Sekunden, weil die Explosion nach 2 Sekunden stattfindet, so wie ich es hier eingestellt habe. So, habe ich jetzt noch was vergessen? Ja, habe ich. Und zwar müssen wir die Sounds noch killen. Das tun wir aus dem Grund, damit sich die nicht ständig wiederholen. Man kann es nicht völlig verhindern, also nicht mit dieser Art und Weise. Oder man lässt den Sound einfach ganz weg, so kann man es natürlich verhindern. Aber wir wollen Sound und deswegen müssen wir den Sound killen. Und das tun wir, indem wir sagen onTakeDamage Sound 1 soll gekillt werden. Dampfsound nach 2 Sekunden. Und genau, hier nach 2 Sekunden. Dann, wenn die Explosion zu Ende ist. Und dasselbe machen wir nochmal.
on take damage für unseren Explosionssound. Kill. So, und hier ist es wichtig, dass wir hier keinen Wert unter dem Explosionszeitraum nehmen. Das heißt, selbst wenn wir 2 nehmen, kommt es unter Umständen noch zu Fehlern. Das heißt, wir sagen hier 2.01. Also mit einer Millisekunde Verzögerung sozusagen. So, übernehmen. Soweit, so gut. Jetzt haben wir unser Fass hier stehen. Dampf kommt raus, eine Explosion findet statt. Das Fass fliegt durch die Räume, aber das Fass bleibt noch da. Jetzt müssen wir noch dafür sorgen, dass das Fass nicht mehr dargestellt wird, nachdem die Explosion stattgefunden hat. Das machen wir, indem wir noch einen Reiter anlegen mit wieder demselben Muster für unser Fass. Und dem sagen wir jetzt auch Kill. Und zwar hier ist auch wichtig nach 2 Sekunden und 1. Weil wenn wir das auf 2 Sekunden belassen, dann kann es zum Beispiel sein, dass die Explosion, wo haben wir sie? Hier. Die Explosion, die genau nach 2 Sekunden stattfindet, nicht mehr ausgeführt wird, weil im selben Moment das Parent-Objekt, also das Objekt, dem wir unsere Explosion als Elternteil hinzugefügt haben, nicht mehr vorhanden ist. Deswegen mit einer minimalen Verzögerung 2.01 übernehmen und das war's. Das verschiebe ich jetzt mal eben in den Terroristenraum, der hier unten ist. Und das Ganze, wie das Ganze jetzt aussieht, testen wir einmal. So, wir sehen unser Fass, was wir gerade erstellt haben. Ja, es ist ein physikalisches Objekt, das heißt, wenn ich jetzt drauf schieße, fliegt es gleich in irgendeine Richtung. Jetzt testen wir erstmal, ob da Dampf rauskommt und ob alles funktioniert, beziehungsweise ich schieße einfach drauf und wir gucken mal, was passiert. So, da haben wir ein explodiertes Fass, allerdings noch ohne Ton. Da sind wir bei meinem altbekannten Problem, was ich vorhin schon angesprochen habe. Sound, Toggle Sound 0. Explosion 201. Ja, normalerweise müsste es jetzt funktionieren. Da müsste man jetzt eine halbe Stunde wahrscheinlich auf Fehlersuche gehen. Aber da habe ich keine Lust zu. Und deswegen tue ich das auch nicht. Ich will nur mal eben gucken. Explosion, Barrel, Kill. Explosion, Steam Sound, Toggle Sound. Okay, dann versuchen wir jetzt einmal schnell Folgendes. Und zwar killen wir die Sounds nicht. Na. Ja, okay. Explo-Sound wollen wir entfernen und den Dampf-Sound wollen wir ebenfalls entfernen. Und sagen übernehmen. Speichern das Ganze. Und laden die Map nochmal neu. Und schauen nochmal, ob jetzt Sound da ist. Ach so. Um Gottes Willen. Liebe Leute, ich habe vergessen, einen Sound zuzuordnen. Ist mir gerade so eingefallen. Das sollte man natürlich vorher tun, in den Einstellungen. Oh Gott. Aber ich schneide es nicht raus. Ich werde es nicht rausschneiden. Man geht in den Sound. Ja, also wir gehen in den Sound mit Doppelklick. Ja, Doppelklick. Soundname. Oder Soundname. Browse. Und das soll ja der Sound für unseren Rauch werden, also der dann da rauskommt. Deshalb Steam. Oder beziehungsweise
weil die klingen alle so nach Rohrsound. Deshalb gehen wir hier mal zu Explo. Und hier haben wir als erstes Physics Destruction Explosive Gas Leak. Der ist ganz cool. Klingt so wie irgendwas abgetrennt und anschließend irgendwas, was da rauskommt. Den nehmen wir, sagen übernehmen. Und für unsere Explosion nehmen wir eine, was ein bisschen schade ist, weil das sind alles Sprachaufnahmen von den Bots. Und was dann kommt, ist einmal C4, also die C4-Explosion. Und danach kommen nur noch die Granatentypen. Also wir haben in Global Offensive keine vernünftigen Explosionssounds. Was natürlich dazu passt, dass wir auch kein Explosionsfass haben oder sonstige Explosionen, die in irgendeiner Art und Weise stattfinden. Finde ich trotzdem ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Aushilfsweise nehmen wir einfach mal eine HE-Granate. Das klingt oder klang jetzt ein bisschen übertrieben von der Vorschau, aber es wird gleich ein bisschen leiser sein. So, jetzt rendern wir das Ganze nochmal. Gehen wieder in die Map. Und gucken nochmal. So, und da habt ihr jetzt gerade gehört, die Sounds waren doppelt. Das ist das Problem, was ich eben angesprochen habe, beziehungsweise, genau, weil wir hier die Kills rausgenommen haben. Also lasst die Kills um Gottes Willen drin, wenn ihr mit Sounds arbeitet. Und nicht so wie ich vergessen, die Soundnamen zuzuordnen. Das ist die Art und Weise, wie ihr, oder beziehungsweise das ist eine Workaround, wie ihr Fässer erstellen könnt, die explodieren in Global Offensive. Eine bessere Möglichkeit weiß ich im Moment ehrlich gesagt nicht, da es kein offizielles Model gibt, was diese Funktion unterstützt, so wie in Counter-Strike Source. Insofern hoffe ich, dass das Workaround erstmal geholfen hat. Ich packe euch, weil ich so nett bin, diese Datei unten in die Beschreibung. Dann könnt ihr das selber einmal angucken, falls ihr das nicht hinkriegt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Mach's gut.